Und zwar, wir schauen eigentlich seine Videos sehr selten, aber er hatte jetzt, wurde mir von einem Mitarbeiter vorgeschlagen, und zwar eine Reaction auf dieses Video zu machen. Das kam heute online, und zwar gibt es eine Rangliste von Rolex-Modellen, und der gute Nico Leonard hat hier die besten bis zu den schlechten Uhrenmodellen, Rolex-Modellen eingeordnet. Da hat der Mitarbeiter gesagt, ich soll mir das mal anschauen. Von daher, ja, ist es, glaube ich, das zweite Mal, dass wir ein Video von dem guten Herrn uns anschauen. Today I'm ranking Rolexes on a rank thing. Tier list. Was ist die schlechteste? Schlechteste ist die Chilini, würde ich sagen. Ne? Chilini ist so das Modell, was halt am unbeliebtesten oder was jetzt für mich auch am wenigsten Rolex repräsentiert, und sonst ja wahrscheinlich Stahl-Gold-Modelle eventuell. We've gathered all the Rolex models and I'm gonna rank them from God tier to Hublot. Bro, it is so warm here. I'm sweating my bollocks off. I'm just taking my shirt off. I genuinely am sweating my bollocks off, mate. That is so much better. You want to see my boxers? Representing Northern Ireland! Yeah! What is this video? Me, that's warm. You've got a tag on your neck. Well, Burn it off. off. Can you burn it off, no? Can't burn me! Ow! Ow! This thing was warm. It was on my skin, you Now it's finally time to rank some Rolex watches. Before we get into the video, please make sure you subscribe to the channel, and if you want to buy or sell your watch, go to prideandpinion.com now. Rolex Daytona, reference number 116500LN, white dial ceramic Daytona, first introduced in 2016 class watch I. Also ich sag mal, bei mir ist so, die Daytona, es werden zwei Modelle reinkommen. Eine Daytona zum Beispiel mit deutschen Papieren und deutscher Erstrechnung, ungetragen, mit so ein paar Stickern noch drauf, wird jetzt übermorgen oder irgendwann bei uns auf jeden Fall eintreffen. Ich finde die Uhr in Ordnung. Würde ich sie auf Class setzen? Ja, würde ich wahrscheinlich, ja. Personally own as well. Look at that, the 16233. This is your watch with your dial. Yeah. Is that a photo of your watch? Boah, schönes Ziffernblatt, Factory Diamonds. This is a Rolex Datejust, reference number 16233. One of the longest production run Rolexes ever produced. And this is a watch that Zeitlose Johnny, Uhr. do you have it on you? I don't. I was in a rush, forgot it this morning. You are This is a Rolex that we, as a team, gave to Johnny, the man behind the camera, and he can't be arsed wearing it, so I'll put it in the shade category. Also ich würde sagen, die Uhr, sie hat eine sehr lange Produktionsdauer, ist quasi eine feste Ikone. Größe ist zeitlos. Ich würde sie wahrscheinlich neben die Daytona setzen. Ne? Ist eine klassische, eine Uhr mit Klasse. Also auf jeden Fall kann man nicht anders sagen. Ne? Also in der Mitte wäre sie mir zu unterbewertet. Ja. If I wore it, where would you put it? God tier, obviously, because it's class. God tier because it doesn't make any sense. I would put it in the God tier category because it's pretty God tier, but you're not wearing it, so f it. The Rolex Air King. I find the Rolex Air King such a weird watch. It's just a weird watch. I do like it, then I don't like it. If it's a Monday, I hate it. If it's Tuesday, I usually like it. It's just a weird watch. If you compare the previous generation of the Air King with the current generation of the Air King, there's two big differences. One, the new one has lugs, which I think looks weird. Second, in the previous Air King, you can recognize it as a previous Air King by the fact the first number, so the 5 on the right side of the dial, is 5. Where with the new dial, it brings more symmetry in, and it says 05. I like the older generation better than the newer one, but I wish that the older generation had the newer dial. It's a bit of a tricky one. I'll put on. No. Also hier würde ich ihm jetzt nicht zustimmen. Ich würde sie in der Mitte setzen. Ich finde die Uhr in Ordnung, aber nicht mehr. Also like it. I'll put no. I'll put it in. Okay. The Rolex GMT Master 2 Batgirl. I really like the Pepsi on the Jubilee bracelet, and I just don't like the blue and black on the Jubilee bracelet. I don't. I'm sorry. I don't know what it is. I'm not a big fan of it. I'm putting it in shade. The problem is, it's not a shade watch. This is me, what I would wear. This is not factual based. This is just my opinion. This is taste wise, right? Batman. Also Batgirl würde ich sagen, ist jetzt auch nicht meine brutalst Favorite Watch so, aber was würde ich machen? Also
Neben die Air King ist in Ordnung. Ich würde sie neben die Air King setzen. And that watch belongs on the Oyster bracelet, right? That's fact. And I love the functionality of a GMT as well, because for me, I find the Submariner a bit useless. I actually use the GMT function, but I really like it on the Oyster bracelet, weirdly enough. Ooh, look at that, the 116506. Yeah, that is grill level, mate. That's god tier. Rolex Daytona was first introduced in 1963, and in 2013, during the 50th anniversary of the Daytona, Rolex brought out an anniversary model. And that was reference number 1. Also wenn wir uns die Daytona in Platin anschauen, also ich weiß nicht, ob ich muss zugeben, ich bin jetzt kein brutaler Fan davon. Also niemand kann mir erzählen, also wirklich niemand. Ich verkaufe die Uhr, läuft alles super, Alhamdulillah. Aber niemand kann mir erzählen, dass Eisblau mit Braun mega aussieht. Also niemand kann mir sagen, das ist die beste Farbkombination, die es gibt. Verkaufe ich die Uhr? Ja. Aber ich selber finde jetzt, sagen wir mal, eine Stahl ausgewogener. Von daher Braun und Eisblau nicht für mich. Also ich würde sie neben die Air King setzen. Rolex Daytona. Monte hat die auch aber voll verklebt als Investment. And for me, this is the Mac Daddy Daytona of all. Because I'm buying a house, I needed to sell a lot of my watches. So I sold a lot of my watches and bought one watch back. And that was this watch. And then I wore it for a week, really enjoyed it. And then someone said something to me, the watch looks awfully small on your wrist. And I was like, I can't wear this watch anymore, I'm too fat. Me, now I need to sell that thing. And that was going to be my one watch. So I'm just like, it, I'm selling it. So if you want to buy my watch or sell yours, go to prideandpinion.com now. Is this the two-tone Submariner? That's the bluesy. God tier. Ich mag sie gar nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen. Also ich würde sagen, ich würde die Platin Daytona würde ich neben die Air King setzen. Stahlgoldene Uhr würde ich hier unten hinsetzen. Ist einfach, ich persönlich jetzt. Bluesy is god tier. That is the watch that got me in the absolute obsession I have today for watches. The 16613 LB. That's not this watch. That's 2 generations ago. Unbelievable. What a watch that was. No, it's not this one. If you showed the vintage one, the one that started all this shit for me, I would have put it in god tier. Now I'll put it into class. Rolex Chilini. I like the Rolex Chilini. I really, really detest this one. Yeah, no, that's not the nicest Chilini of all. Like, that's probably the worst. Yeah, that's not good. Like, I put it in shade. Chilini isn't shade. Also wenn man jetzt Chilini sich anschaut, so gesehen, ich weiß, was Rolex versucht damit zu machen, ist ein cooler Approach. Also so gesehen ist es auch edel, also muss man ganz ehrlich sagen. Aber jeder sollte bei seiner Expertise bleiben und von daher, by the way, Hublot ist, darüber müssen wir nicht sprechen, dass er Hublot hier unten ansieht. Hublot bringt tolle Uhren raus, sie gehen neue Wege. Hat man einen hohen Wertverlust? Natürlich, aber oder hat man einen Wertverlust, sagen wir mal so? Ja, aber es hat jetzt nichts, also man muss Hublot nicht als Beleidigung sehen. Ich finde, die Marke ist ein spannendes Produkt und man tut ihr auf jeden Fall Unrecht. Von daher aber nichtsdestotrotz, diese Chilini würde ich jetzt schon in der untersten Klasse setzen. But that one is Kermit. I have a bit of a meh factor with the Kermit. The ceramic Kermit. Listen, Submariner's useless again. Useless watch. I love a wee Submariner, right? Massively important. It's the most copied watch in the world. Like, it's incredibly important. It's just so useless. Like, you can't read multiple time zones like with a GMT. A GMT is handy, you see what I mean? That's Ja, Leute, mit diesen Schimpfwörtern wirklich, also ich will nicht sagen, also es ist alles gut, ne? Also es kann auch sein, ich bin ihm einmal über den Weg gelaufen, aber diese Schimpfwörter, ich kann es mir nicht geben. Also diese Schimpfwörter, das kann doch... the Datejust too, mate, with the dome bezel as well. Oh no, that's horrible. Mate, no, just no. The Yachtmaster Yellow Gold. Also ich sag mal so, wenn wir die Kermit uns anschauen, Kermit finde ich in Ordnung. Ich würde es jetzt nicht hier in diese Reihe setzen. Kermit ist hier schon richtig positioniert. Die Datejust 2, das alte Modell, mag ich leider auch nicht. Also von daher würde ich das hier sogar noch fast auf eine Stufe setzen wie die Chilini. Gold, mate, horrible. What a piece of shit that is. You know the only good thing about this watch is it's the movement. It's really innovative. It's actually a regatta timer, a 10-minute chronograph. Bei der Yachtmaster 2 ist es so, dass die Yachtmaster 2 in Gelbgold bei mir so Assoziationen hervorruft mit Personen, die die Uhr tragen. Ne? Und das sind tendenziell halt etwas, ja, muss man sagen, spezielle Persönlichkeiten. Natürlich, Knossi hat sie auch, ist auch eine spezielle Persönlichkeit. Ich denke da aber eher an Leute aus dem Nachtleben, bei denen dieses Modell auf hohen Anklang trifft. Und von daher, ich weiß nicht, die Uhr als solches ist jetzt nicht so mein Favorit. Ne? Counter, which you can use for boats, but
horrible, mate. Jesus Christ. Rolex Day-Date. This is a 36, isn't it? Yeah, you know what? This is my personal taste. A lot of people argue that the Rolex Day-Date should always be 36, and I agree. That's history, etc. I can't wear the thing. That's like me wearing a G-string. It just doesn't work. I'll put it in class category then. Also 36mm Day-Date gehört hier oben in eine Reihe. Donald Trump, all die großen Namen tragen 36mm, super elegant. Das ist das, woher die Uhr gekommen ist. No, I'll put it in me. And I'll put the Day-Date 40 in class. Yeah, the new Rolex GMT green black bezel. This looks like a Rolex. Es ist halt auch etwas Neues. Ist jetzt mein Favorit? Nein, ist okay, würde ich sagen. With a hangover after partying for a week in Vegas. That's going in the shite category, to be honest. That's the Rolex Explorer 39. That's class. Well done. That's the Rolex Explorer 2. Hulk. Listen, I'm a big fan of the green dial, but the combination. Das zum Beispiel ist einer, wo ich sage, Top-Uhr, die. Ja. With the green bezel, I'm just not a big fan. I'm not feeling it. I prefer the black Submariner much more. Hulk for me, definitely on a move. That's a bit cheeky. Ja, ich würde eins höher setzen. Photo, because in the first eye, that watch looks like a Rolex Explorer, reference number 1016, but it's not. It's actually a Rolex Space Dweller. The Rolex Space Dweller is basically a Rolex Explorer 1016, but in the vintage world today, it's one of the most sought after, rarest Rolexes in the world ever. It's a watch that was only produced for the Japanese market, and it was there to celebrate a visit from the Japanese to Project Mercury. I actually want to do a complete video about Rolex watches you have never heard of. I'm putting the Rolex Explorer 1016 / Rolex Space Dweller in the class category. That's a Rolex reference number 116508. That's my all-time favorite green dial yellow gold Rolex Daytona. Ja, it's one of the nicest green dials ever. Ist auch durch die Gold, ist eine spannende Uhr, aber hier würde ich tatsächlich das tauschen. Ich für hier oben die gelb-goldene würde ich nicht sagen. Ever produced. I'll put it in class. Rolex Milgauss, class. Rolex Oyster Perpetual, meh. The red, I hate red. Shite. The Air Lion! This is another unknown Rolex. Air Lion. Wisst du noch, Air Tiger? Daraus ist das Ganze entstanden. Air Tiger, mein Spitzname von den Uhren. I think we need to tell the story in a separate video. Stay tuned. I will put the Air Lion in the shite cut. Listen, mate, I don't like it. It's my personal taste. But all these vintage fanboys are now gonna kill me like Tiffany. Ja, nein, also es ist ein ganz tolles Video. Ich wünsche dem guten Nico wirklich, also ich muss sagen, tolles Video an dieser Stelle und für jeden, der sich das nochmal separat anschauen möchte, wünsche ich ihm alles Gute. Ich ist einfach persönlich mit diesen Schimpfwörtern und so, ich kann mir das nicht geben. Also die Zeit ist leider vorbei. Es gibt auch Leute, die so in Deutschland reden und das ist auch, wenn sie meinen, das ist in Ordnung, aber ich kann mir das nicht anhören. Das ist wie auf dem Schulhof, als man gerade die Wörter entdeckt hat. Und aber alles gut. Ich möchte ihn jetzt auch nicht damit zu sehr kritisieren. Er wird schon seine Gründe haben und das wahrscheinlich gut finden und lustig finden. Daher